Herzlich willkommen bei Dockel und Söhne. Ich bin Georg und in diesem Video zeige ich euch das H0-Modell eines Eisenbahndrehkrans, das mein Vater 1959 gebaut hat. Das Gehäuse ist abgenommen, damit man schön sehen kann, welche komplexe Mechanik dahinter steckt. Alle Funktionen des Kranmodells können über den Fahrstrom der Schiene gesteuert werden, komplett analog, denn vor 61 Jahren gab es natürlich noch keinen digitalen Lokdecoder. Aber wie ist das möglich? Auf einer analogen Gleichstromanlage kann man durch Regulieren des Fahrstroms die Motordrehzahl verändern und durch Umpolen die Drehrichtung wechseln. Das reicht erstmal zum Eisenbahnfahren aus, aber nicht, um den Kranhaken, den Ausleger und die Drehbewegung des Krans einzeln anzusteuern. Diese drei Funktionen werden also mechanisch umgeschaltet von einem Elektromagneten. Der reagiert immer dann, wenn man einen Überspannungsimpuls durch das Bahngleis schickt. Diesen Elektromagneten seht ihr am vorderen Teil, da wo der Ausleger angeschlagen ist. Er bedient eine kleine Stellscheibe, die 4 Positionen hat. Die vierte Funktion ist das Entkuppeln des Kranaufbaus von seinem Fahrgestell. Denn wenn beim Transport des Krans der Ausleger auf dem Begleitwagen aufliegt, muss sich der Aufbau frei auf dem Fahrgestell drehen können, um eine Kurvenfahrt zu ermöglichen. Ja, so, jetzt haben wir hier das Ritzel abgeladen. Nochmal ein Stück rumdrehen und den Kranhaken hochheben. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal vom Laden an. Das ist die erste Position, es dreht sich die erste Trommel und der Kranhaken geht hoch und runter. Die zweite Position ist dann, wie gesagt, der Leerlauf, auf dem sich jetzt der Aufbau frei drehen könnte, auf dem Fahrgestell. Die dritte Position ist dann Ausleger hoch und runter. Ihr seht, es dreht sich die zweite Trommel. Und unter dem Schneckenrad, was sich da dreht, seht ihr die kleine silberne Scheibe, die wird eben hin und her geschoben, das ist die Kupplung. Jetzt sind die beiden Trommeln oben entkuppelt und die Drehbewegung des Aufbaus ist möglich, vom Motor angetrieben. So, das Original dieses Modells wurde 1956 auf der Frühjahrsmesse präsentiert und ist sogar in der Briefmarkenserie zum Thema Leipziger Messe verewigt worden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.